Guten Morgen von diesem tollen Stellplatz. Instagram versus Reality. Legst ein bisschen Ölverbrauch. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir bleiben. Wir haben bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Das war ja so eine Hammerfahrt. Wir sind Yvonne und Nikolas. Reisen ist unser Leben. Unsere Jobs haben wir gekündigt, um etwas völlig Neues zu beginnen. Als digitale Nomaden wollen wir in unserem Expeditionsmobil die Welt bereisen. Komm mit und begleite uns auf unserem Weg. Guten Morgen aus Kroatien, direkt von der Adria. Wir sind gestern den ganzen Tag durchs Gebirge gefahren und waren so müde und haben gestern nichts mehr aufgenommen. Von daher guten Morgen von diesem tollen Stellplatz direkt am Wasser. In den Bergen hat es die letzte Zeit nur noch geregnet und deshalb haben wir jetzt ein bisschen Vollgas gegeben und wir versprechen uns, dass es hier am Meer ein bisschen besser wird. Mal sehen, heute werden wir uns Richtung Split auf den Weg machen. So sieht es dann in Wirklichkeit aus. Also Instagram versus Reality oder YouTube versus Reality. Naja, aber war schon ein ganz schöner Stellplatz hier. Ganz so gut geschlafen haben wir nicht, weil es war dann doch relativ viel los hier. Sind viele hier lang gefahren. Das ist irgendwie so ein Ende an einem Yachthafen, wo dann aber auch ein paar Ferienhäuser sind. Und wir hatten eigentlich gedacht, dass hier nichts los ist, weil Nebensaison ist. Aber naja, es ist halt Baustelle und auch am Samstag wird hier gearbeitet. Und ja, naja, so ist es halt auch mal. Ja, Ölstand sieht gut aus. Ich gucke das jetzt in letzter Zeit immer so bei jeder Abfahrt einmal nach, weil er hat jetzt in den Bergen, wir waren ja auch teilweise in den Bergen unterwegs, ein bisschen Öl verbraucht. Und da habe ich dann jetzt mal einen Liter nachkippen müssen. Jetzt werde ich mal gucken, wie viel Kilometer wir fahren können, bis wir das nächste Mal einen Liter nachkippen müssen. So, also ich denke mal, jetzt 1000 haben wir auch schon mittlerweile wieder zusammen. Und er ist immer, also fast eigentlich immer noch beim selben Stand, wie ich ihn aufgefüllt habe.
Ich gehe immer vorher einmal rum, um zu gucken, ob alle Muttern noch fest sind und wie der Bremsflüssigkeitsstand aussieht und ob irgendwo Ölflecken sind oder irgendwas auffällig ist. Das war nichts. Wir werden gleich entlang der alten Küstenstraße von Kroatien fahren, aber bevor es losgeht, zeigen wir euch auf der Karte, wo wir gerade sind und wie wir hierher gekommen sind. Im letzten Video sind wir an der Donau von unserem Stellplatz gestartet, sind dann auf direktem Wege über die Autobahn nach Budapest gefahren. Dort haben wir uns ja die Werkstatt angesehen, wo die Sandbleche hergestellt werden. Von dort sind wir über die Autobahn einmal quer durch Ungarn durch, über die Grenze von Kroatien nach Zagreb und von Zagreb sind wir dann wieder Landstraßen gefahren. Hier ging es durch die Wälder an den Wasserfällen der Plitvicer Seen vorbei und momentan sind wir hier an der Küste etwas südlich von Zadar. Heute werden wir diese Strecke zurücklegen bis nach Split, das sind ungefähr 150 Kilometer und die nächsten Tage werden wir dann weiterfahren an der Küste der Adria und mal sehen, wie weit wir kommen werden. Bisher haben wir ja noch nicht so viel gesehen von der Küste Richtung Split. Das haben wir irgendwie anders in Erinnerung seit unserem letzten Urlaub hier in Kroatien. Das ist auch schon irgendwie 6, 7 Jahre her. Mag sein, dass es vielleicht so der Abschnitt ist von der Küstenstraße, der nicht ganz so toll ist. Mal gucken, vielleicht kommt ja noch was. Wir halten mal die Augen offen. Also hier ist jetzt so ein kleines Plateau, was wir gefunden hatten. Und das ist ganz nett. Naja, es regnet halt den ganzen Tag irgendwie jetzt schon. Und fahren wir einfach weiter. Also bis die Sonne wieder kommt. Ja, so sieht es ja leider auch in der Off-Season aus. Also Höhenbeschränkungen gibt es auch hier, also nicht nur in Frankreich. Ja. Diesen Platz haben wir empfohlen bekommen aus der Community. Ich schätze mal, da gab es die noch nicht. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir bleiben. Ja, müssen wir uns was Neues suchen.
Okay, da ist noch eine Bar, die hat offen. Bis um 11 heute. Und ich habe den Typen da gefragt und der meinte, ja, kommt rein, könnt euch da hinstellen. Ein bisschen näher zur Bar hin natürlich und die hat bis um 11 auf, wie gesagt. Und ich habe gesagt, wir kommen auf jeden Fall noch vorbei und holen uns was zu trinken. Weil das hat er auf jeden Fall da. Ja, cool. Wir haben einen richtig coolen Platz direkt hier am Wasser in Split und ja, jetzt werden wir ein bisschen kochen und dann gehen wir gleich noch in die Bar was trinken. Guten Morgen von diesem wunderschönen Stellplatz, direkt wieder am Meer. Wir haben eine echt geile Nacht gehabt, das Rauschen des Meeres, es hat uns in den Schlaf gezogen, das war wirklich so schön. Ja, für uns geht es gleich weiter, da fahren wir weiter die Küstenstraße entlang. Wir haben bisher nur gute Erfahrungen gemacht, was die Wildcampingplätze angeht. Wir sind halt außerhalb der Saison, vielleicht macht es das ein bisschen leichter. Das ist ja jetzt unser 3. Wildcampingplatz schon. Und obwohl wir hier so wie auf dem Präsentierteller sind, also hier gibt es ganz viele Einheimische, aber es scheint niemanden hier zu stören. Wir sind schon gespannt auf die nächsten Plätze, ob wir da auch wieder Glück haben, aber der ist einfach mega fantastisch. 3 Gläser Wein waren deutlich zu viel. Bei 2 muss man aufhören.
so eine Hammerfahrt. Also da hat ja ein Highlight das andere gejagt. Irgendwie, also so hatte ich das auch in Erinnerung gehabt, wie das jetzt so, also die Straße an der Küste, das ist einfach, das muss man fahren. Wenn man durch Kroatien fährt, muss man da einfach auch lang fahren. Also das, ja, naja, ihr habt es ja gesehen. Ja, wir haben jetzt hier einen Stellplatz im Nereteva-Delta, ich glaube so heißt der Fluss, gefunden. Sozusagen ganz an der Spitze. Bei der Flussmündung, wenn man so will, meine ich. Mega schön. Hier werden wir heute übernachten. Ich glaube, hier wird uns keiner stören und wir stören auch niemanden hier, weil es ist praktisch fast nichts los. Und obwohl Sonntag ist, ja, schaut euch selber um. Ja, so schönes Wetter wie heute hatten wir natürlich die letzten Tage nicht. Das war schon ziemlich viel Regen, ziemlich dunkel und da hat der Strom dann auch nicht mehr so wirklich ausgereicht, um damit zu kochen. Also die 1360 Watt Peak, die wir da auf dem Dach haben, die sind schon gut dimensioniert. Wir kommen halt ganz gut klar, also Kühlschrank, Licht und Notebooks, die können wir ganz gut betreiben. Das ist kein Problem, aber zum Kochen reicht das halt nicht mehr und da haben wir halt unser Backup dabei. Wir kochen dann mit Gas. Das ist dann auch gut, weil passt dann ja auch, wenn es dann halt kalt ist, dann macht man das dann gleichzeitig auch ein bisschen warm, damit in der Kabine, ohne jetzt irgendwie die Heizung nur noch anwerfen zu müssen. Naja, ich werde das mal weiter beobachten, wie das dann so wird. Meine Hoffnung ist ja, dass wir Richtung Griechenland immer öfter wieder kochen können mit Strom und dass wir nicht so häufig dann Gas rausholen müssen. Wäre eigentlich ganz gut so. Ich werde das mal weiter beobachten und natürlich berichten. So richtig in der Reiseroutine sind wir noch nicht drin. Das merken wir immer dann, wenn wir an einen Stellplatz kommen, so wie jetzt hier, wo es dann wieder schön ist und wir merken so, wir brauchen mal wieder irgendwie einen Tag Pause und Zeit mal nichts zu machen. Also natürlich macht man nie nichts. Also dann gehen wir halt spazieren und machen doch irgendwie ein paar Fotos oder ein paar Aufnahmen. Aber es geht irgendwie eher darum, dann wieder zu entschleunigen und an dem Ort auch mal anzukommen. Mittlerweile ist es jetzt schon abends und natürlich geht die Sonne gerade unter und dadurch ist es jetzt auch echt kalt geworden schon wieder. Also tagsüber kann man das echt gut aushalten. Wir haben ja auch draußen gesessen, wir haben gefrühstückt, also es war irgendwie schon... Richtig schöner sonniger Tag heute. Ja. Nach so viel Regen, also in Kroatien, da wurden wir doch schon ganz schön vom Regen verfolgt. Und wir sind auch ehrlich vom Regen jetzt so ein bisschen weggefahren und geflüchtet. Deshalb sind wir schon schnell auch durch Kroatien gefahren. Eigentlich hatten wir uns vorgenommen, länger uns in Kroatien aufzuhalten. Ja, wir wollten die Plitvicer Seen halt noch uns angucken, aber gerade der Tag, als wir da waren und auch die nächsten Tage, das war einfach nur Regen, also 100% Regen. Und das wollten wir uns dann nicht antun. Ja, wir werden hier noch eine Nacht stehen und hier sind
Einheimische, aber es scheint hier wirklich auch niemanden zu stören, dass hier mal ein Camper steht und mal eine Nacht übernachtet. Von daher können wir halt über Kroatien so eigentlich zusammenfassend sagen, wir haben die Erfahrung gemacht. In der Nebensaison muss man sagen, also genau. spät im Jahr, wir sind ja jetzt im November, Ja. ist das nicht so ein Problem. Nee. Gut, wir sind jetzt nicht lange hier im Land gewesen. Eine Woche waren wir jetzt unterwegs. Ja. Aber insgesamt, obwohl wir an einsehbaren Plätzen, wo sich Einheimische aufhalten, haben wir keine Probleme mit Wildcampen gehabt. Wir haben schöne Spots gefunden. Es hat sich auch keiner beschwert, also es ist eher, hat man uns begrüßt und genau. ist alles in Ordnung. Ich denke, dass es daran liegt einfach, dass jetzt eben auch nicht so viel los ist. Also man sieht hier wirklich, wenn man die Straßen lang fährt, ich glaube, wir haben 3 Camper gesehen. Ja, richtig wenig. In ganz Kroatien. Genau. Also in der Zeit, in der wir jetzt unterwegs sind. Ja. Und daran wird es halt einfach liegen. Wenn halt die Masse da ist, dann ist es ja auch verständlich, dass man versucht, dann die Gebiete zu schützen. Ja. Wir haben auch festgestellt, es sind sehr, sehr viele Campingplätze mittlerweile geschlossen. Also wenn man dann auf dem Campingplatz angewiesen ist, wird man hier schon so ein bisschen vielleicht seine Probleme bekommen in der Nebensaison. Ja. Und die Preise sind dann auch entsprechend bei den Campingplätzen, die noch aufhaben, echt gepfeffert. Also, wir wollten also immer noch, ne? Immer noch, so, genau. Und das ist, was mich dann halt auch wundert. Also in der Nebensaison, was hatten wir da jetzt gehabt? Wir wollten ja entleeren, wir wollten nur entleeren. Nur Wasser ablassen. Ja, nicht mal auftanken. Da wollten die 10 Euro für haben. Ja. Was uns auch aufgefallen ist bei der Durchreise jetzt, also Kroatien scheint offensichtlich echt ein großes Müllproblem zu haben. Also in jeder Parkbucht, auch hier am Wasser, also am Strand hier, es ist schon extrem vermüllt. Also das hätte ich mir ehrlich gesagt von Kroatien jetzt nicht so vorgestellt. Ist jetzt vielleicht dann aber auch wiederum nicht überraschend. Auch andere Kanäle haben ja schon davon berichtet. Also ist jetzt sicherlich auch keine Neuigkeit, aber hat uns halt sehr überrascht. Also damit haben wir nicht gerechnet, zumal es halt wirklich sehr, sehr viel auch einfach ist. Also nicht nur so ein bisschen. Genau, also von Kroatien hätten wir es nicht gedacht. Nee, genau. Ihr seht schon, es wird immer dunkler. Ich habe die Kamera jetzt auf manuell eingestellt, nicht auf Automatik. Ich hoffe, ihr könnt uns trotzdem noch genug sehen. Wir wollen halt, dass der Himmel entsprechend wirkt. Ja, was bleibt noch zu sagen? Ich finde Kroatien oder wir finden Kroatien als Reiseland toll. Also jetzt auch gerade in der Nebensaison und auch spät im Jahr ist also es hält einige Überraschungen bereit. Zumal es halt auch super leer ist. Also gerade die Küstenstraße, die wir jetzt runtergefahren sind, da sind kaum Autos. Man kann richtig schön langschleichen sozusagen. Man hat niemanden hinter sich. Man kann die Aussicht total genial genießen. Ja. Und die Landschaft hat uns einfach in Kroatien total umgehauen. Ob wir jetzt in den Bergen, als wir dann die Plitvicer Seen da so lang gefahren sind, und dann haben wir schon so ein paar Wasserfälle gesehen. Und alles war so in herbstlichen, bunten Farben. Es war super, super schön. Vor allen Dingen die Farben. Also die Farben jetzt im Herbst, das ist wirklich sehenswert. Also das muss man sich wirklich angucken. Und dann halt auch die Wasserfälle, die tragen natürlich jetzt richtig Wasser auf. Ja. Dadurch, dass es regnet. Und dann natürlich die Küstenstraße. Also die einmal lang zu fahren, war einfach gigantisch. Ihr habt das ja in den Aufnahmen gesehen, durch die Berge einmal lang fahren und immer wieder hat man einen Blick so aufs Wasser. Und das sollte man wirklich mal gemacht haben hier in Kroatien. Das können wir einfach nur empfehlen. Na, ich denke, viele kennen die Küstenstraße, die jetzt mit dem Camper schon mal hier unterwegs waren, die können das bestätigen. Was auf jeden Fall auch ein Geheimtipp ist, also diejenigen, die jetzt in Kroatien noch nicht im Inland waren, das Gebirge, also da wirklich im Inland durch das Gebirge fahren, auch da rund um die Plitvicer Seen und dann noch weiter durchs Gebirge ist wirklich wunderschön. Also gerade auch im Herbst, sich das einmal anzugucken dort. Wenn man dann nicht so kälteempfindlich ist und nicht so den Drang hat wie wir, in die Sonne zu fahren, der kann sich, glaube ich, hier auch ein bisschen Zeit lassen. Ja, im nächsten Video werden wir euch dann aus Montenegro begrüßen oder wir fahren mit euch über die Grenze. Ja, genau. Richtig. Und da haben wir uns auch wieder vorgenommen, ein bisschen länger zu bleiben, weil wir wollen da gerne wandern gehen. Mal schauen, wie das Wetter da so mitmacht. Die nächsten Tage ist wieder Regen angesagt. Mal schauen. Wir machen das vom Wetter abhängig, wie lange wir uns dort aufhalten werden. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns wie immer gerne einen Daumen da, schreibt was in die Kommentare. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann freuen wir uns über euer Abo. Bis dahin.